Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für ein cremiges Paprika-Rahmgeschnetzeltes. Dafür als erstes 750 Gramm Schweinelachs in Streifen schneiden. Am besten nicht zu dünn, denn sonst wird das Fleisch beim Braten schnell trocken. Als nächstes eine Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Und zum Schluss 3 Paprikaschoten entkernen und in Streifen oder mundgerechte Stücke schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, dann das Fleisch in die Pfanne geben und bei mittlerer bis hoher Hitze 1 bis 2 Minuten scharf anbraten. Sobald das Fleisch eine schöne braune Farbe angenommen hat, einmal wenden, nochmal kurz von der anderen Seite anbraten und dann aus der Pfanne heben und abgedeckt zur Seite stellen. Als nächstes die Hitze etwas herunterschalten, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 1 bis 2 Minuten glasig anschwitzen, dabei gelegentlich umrühren und eventuell nochmals etwas Öl in die Pfanne geben. Danach kommen die Paprikastreifen in die Pfanne, kurz unterrühren und für 4 bis 5 Minuten mit anbraten. Wenn das erledigt ist, einen Esslöffel Mehl über die Paprika streuen, alles gut miteinander verrühren und dann mit 400 Milliliter Gemüsefond und einem Becher Sahne ablöschen. Außerdem 2 Esslöffel Eiweiß und je einen Teelöffel Paprikapulver edelsüß und geräuchertes Paprikapulver in die Pfanne geben. Alles gut unterrühren, einmal aufkochen lassen und danach bei niedriger bis mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Soße eine cremige Konsistenz erreicht hat. Gelegentlich mal umrühren nicht vergessen und dann die Hitze ausschalten, das Fleisch zurück in die Pfanne geben und für ca. 2 Minuten darin warm ziehen lassen. Zum Schluss alles mit einer guten Prise Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Ein letztes Mal gut umrühren und die Pfanne anschließend vom Herd ziehen und servieren. Als Beilage gibt es bei mir Reis, einfach als kleines Türmchen in der Mitte des Tellers platzieren, das Paprika-Rahmgeschnetzelte drumherum anrichten und zum Schluss mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit, bis zum nächsten Mal.